Festcast, die gesprochene Festschrift für Professor Dr. Constanze Jungblut. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu dieser Folge unseres Festcasts für Constanze Jungblut. Ich freue mich heute ganz sehr auf die Folge, denn ich darf heute meinen lieben Kollegen und Viadrina-Koryphäe Dr. Peter Rosenberg begrüßen. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Hallo Rita und natürlich dann irgendwann auch Hallo Constanze. Ja, Peter Rosenberg forscht zu Soziolinguistik, Sprachkontakt, Sprachinselforschung und ist quasi schon sehr, sehr lange an der Viadrina gewesen. Mittlerweile ist Peter schon in der verdienten Rente, hat aber mit Constanze sehr, sehr lange zusammengearbeitet. Deswegen sind wir heute ganz gespannt, was Peter so aus dem Nähkästchen plaudern kann. Und was du auch, Peter, beitragen kannst zu dieser gesprochenen Festschrift für Constanze. Und Ja, ich freue mich sehr, dass ich dazu beitragen kann, denn Constanze hat ja nun wirklich eine lange Zeit, in der ich an der Viadrina war, den Lehrstuhl inne gehabt und hat den Lehrstuhl geprägt und damit auch mich. ja, ja, und wie genau das aussah, das werden wir gleich besprechen. Wie war das denn, also als Constanze an den Lehrstuhl kam? Da warst du ja schon da. Du kannst ja mal, wie lange warst du denn schon da? Das war. Naja, ich war ja seit 93, also Hm. Gründungsmitglied der Fakultät für Kulturwissenschaften an der Viadrina. Harald Weid hatte mich seinerzeit mit an die Viadrina genommen. Wir kamen von der FU und haben in der Frühzeit eben, wie das so war, eine Uni nach eigenem Gusto aufgebaut. Eine herrliche Hm. Situation übrigens. Und wir wussten vor allen Dingen ganz genau, was wir nicht machen wollten. Also nicht wie an der FU, nicht wie an der Humboldt, Hm. nicht wie an der Uni in Wien oder an irgendeiner ausländischen Uni und so weiter. Und als Constanze kam, war ich natürlich schon ein paar Jahre da. Ja. Wo und unter welchen Umständen habe ich eigentlich Constanze kennengelernt? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich vermute, dass wir uns irgendwann mal im Rahmen einer Veranstaltung über oder mit Eugenio Coserio getroffen haben. Denn wir gehören ja beide Ja. quasi zur Enkelgeneration derer, die wie Brigitte Schliebenlange oder Hm. Harald Weid aus der unmittelbaren Nachkommenschaft des großen Meisters kommen. Ne? Hm. Harald Weid hat mich sozusagen an der FU mehr oder weniger in die Wissenschaft reingebracht und Constanze hat lange mit und unter Brigitte Schliebenlange gearbeitet. Hm. Das heißt, das könnte ganz gut sein. Und das ist inhaltlich natürlich auch nicht ganz unwichtig, denn das Denken Coserios, also damit will ich sagen, so seine Spracharchitektur mit der Unterscheidung von historischer Sprache und funktionaler Sprache, die haben wir beide immer für ziemlich wichtig gehalten und dann auch in soziolinguistischer und pragmatischer Hinsicht ausbuchstabiert. Nicht? In Erinnerung geblieben ist mir die leibhaftige Begegnung mit Constanze natürlich im Rahmen der Ausschreibung der Weidnachfolge, konkret das Vorsingen. Hm. Das Vorsingen vor der Berufungskommission von Constanze war genau in dieser Hinsicht, die ich gerade mit Bezug auf Coselio gesagt habe, ein Vortrag, der wirklich auf die Anwesenden Eindruck gemacht hat und mir auch in seiner ganzen Denkweise sehr vertraut und einfach vorzüglich erschien. Hm. Hm. Aber eigentlich habt ihr euch schon quasi als Doktoranden und Doktorandinnen getroffen irgendwann, vermutest du, sagst Das du. vermute ich. Ich kann mich Hm. daran nicht so ganz genau erinnern, aber es gab Veranstaltungen, wo der Eugenio Coserium in seiner lustigen Art vorgetragen hat und wir mehr oder weniger gelauscht haben. Die lustige Art bestand darin, dass er seine Sätze immer nicht zu Ende bringen konnte, sondern immer mit äh, Das gewürzt hat. Problem kenne ich auch manchmal, ja. Ja, das war ziemlich lustig. Aber eben die Denkweise, die war einfach fantastisch. Das ist so ein scharfer Denker, der mich im Grunde in der ganzen Zeit bis heute geprägt hat. Und ich vermute mal, beziehungsweise nach allem, was ich von Constanze Hm. weiß, das ist bei ihr ähnlich gewesen. Hm.
Ja, und dann seid ihr euch wieder begegnet, als sie an die Viadrina gekommen ist, als Mhm. Nachfolgerin von Harald Weid, von deinem Doktorvater quasi. Ja, genau. Mhm. Mhm. Wie war denn dann so die zweite oder ja, also die offizielle Kennenlernphase oder wie seid ihr da so miteinander? Die war außerordentlich unproblematisch. Dafür Hm. bin ich Konstanze auch heute noch dankbar, denn ich war, glaube ich, ja nicht ganz so unproblematisch. Denn man muss sich das so vorstellen, ich war da eben schon ganz lange und hatte ja auch viel an Funktionen an der Fakultät. Also wie das immer ist mit einer gewissen Anciennität. Habe die ganzen Anerkennungen gemacht, war im Prüfungsausschuss, hatte natürlich in der Linguistik, auch in der langen Zeit der Nichtbesetzung des Lehrstuhls, die Sachen gemacht und mehr oder weniger, wie das dann immer so ist, in Eigenverantwortung gemacht. Und Hm. mit so einem ähm, in der Geografie spricht man von einem erratischen Block, also von so einem Solitär, der da steht, umzugehen. Das ist ja auch nicht so ganz leicht, insbesondere wo Konstanze ja nun die Chefin war, die Hm. Lehrstuhlleiterin. Aber Konstanze ist eine souveräne Frau und hat das nie nötig gehabt, wie vielleicht andere auch an der Fakultät, so um die Anerkennung zu ringen und so weiter, sondern hat einfach eine sehr, sehr kollegiale und einfach persönlich sympathische Art der Leitung dieses Lehrstuhls gehabt. Und das hat es leicht gemacht. Ich habe natürlich auch mich bemüht, auch mal gelegentlich zu fragen. Also Hm. ich war ja auch gewöhnt, meine Forschungsprojekte bei der Hm. DFG oder so selber zu beantragen. Und nun hatte ich eine Chefin und ich war im Grunde auch verwöhnt, denn Harald Weid hat auch im Grunde keine Chefuntergebenenstruktur aufgebaut gehabt. Und habe natürlich auch dann ab und an auch mich mal selber ein bisschen diszipliniert und auch mal gefragt vorher, bevor ich irgendwelche Entscheidungen treffe. Und das ist eine Sache, die vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist. Eine weibliche Chefin ist nochmal was anderes. Die Betonung, mal zu reden. Ja. Hm. Hm. Das, äh, das ist schon irgendwie eine Besonderheit, auf Kommunikation zu setzen. Das ist Hm. vielleicht ja, ein Stereotyp, aber da ist natürlich was dran. Also ich habe zum 60. von Konstanze ja eine kleine Rede gehalten, die genau das thematisiert hat. Und ich habe mir diese Stelle mal rausgesucht. Wenn ich soll, kann ich das mal kurz zitieren. Ja, zitier das auch mal, weil ich erinnere mich Okay. sehr dunkel, dass du Ja, darüber ja. gesprochen hast Also, damals, ja. ich hatte seinerzeit behauptet, ich glaube zutreffend, Constanze hat am Lehrstuhl, und jetzt zitiere ich, ein Klima geschaffen, das nicht häufig an der Uni anzutreffen ist. Ein Klima der Zusammengehörigkeit und der Zugehörigkeit. Wir wissen natürlich, Rita, dass man das Belonging nennt. Womit Ja. ist ihr das eigentlich gelungen? Das ist immer noch Zitat. Ich hatte seinerzeit eben diese 3 Erklärungen gefunden. Erstens, mit der liebenswert unprätentiösen Art, die es nicht nötig hat, sich mit Trumpscher Brachialgewalt in den Vordergrund zu drängeln. Zweitens, mit der prototypisch süddeutschen Freundlichkeit, die gegen norddeutsche Maulfaulheit auf natürliche Weise gewinnt. Und drittens, mit der Kraft der Rede, des Aussprechens und Ansprechens eines We-Codes, könnte man sagen. Hm. Zitat Ende. Und ich füge noch hinzu, das kennst du ja auch, Constanze hat mit den wöchentlichen Cafesinhos und der ganzen persönlichen Ansprache am Lehrstuhl auch eine Kultur des Redens etabliert, die einfach eine überaus angenehme Atmosphäre geschaffen hat. Für mich war das besonders beeindruckend, denn als Chefin in lange etablierten Strukturen zu agieren, ist ja Hm. sicher auch nicht so ganz leicht gewesen, Hm. womit ich wieder auf den Ausgangspunkt zurückkomme und dafür, dass sie es mit uns Nordlichtern und auch mit den Männern, also mit mir zum Beispiel, so solidarisch und freundlich ausgehalten hat. Dafür bin ich Konstanze wirklich dankbar. Aber das weiß sie auch. Ja, ja, das weiß sie bestimmt und wenn nicht, dann hat sie es jetzt spätestens noch mal gehört. Und interessant, dass an einem Lehrstuhl für Sprachwissenschaft das Reden dann doch irgendwie so ein Novum gewesen ist. Ja, na, nicht ein Novum. Unter Harald war es auch okay, aber und war auch kollegial natürlich. Aber Ja. es ist schon nochmal eine besondere Qualität der Hm. Leitung des Lehrstuhls durch eine weibliche Chefin. Ja, ja. Du hast ja vorhin schon erwähnt, Peter, dass ihr so einen gemeinsamen inhaltlichen Anknüpfungspunkt hattet, weil ihr beide
Coserio kanntet, die Enkelkinder Coserios quasi oder euch als Enkelkinder Coserios gefühlt hattet, auch in Theorie und Praxis. Jetzt habt ihr euch ja, nachdem Constanze berufen worden ist, noch näher auch in Forschung und Lehre kennengelernt. Was fandst du denn besonders inspirierend oder wo hast du gesehen, hier gibt es irgendwie noch mehr Anknüpfungspunkte an das, was ich eigentlich mache, wozu ich forsche? Mhm. Hm? Also natürlich die grundlegenden Ausarbeitungen von Constanze zur Deixis, klar, Hm. nicht? Das kennen wir alle. Aber eben auch ihre durchlaufende Perspektivierung auf den Sprachgebrauch. Das ist schon eine wichtige Sache. Aber, und da komme ich wieder zurück auf den Ausgangspunkt, den Sprachgebrauch auf eine Weise zu thematisieren, die genau diesen Coserio-Gedanken enthält. Im Sprachgebrauch ist alles fließend, dynamisch, variabel und so weiter, gar keine Hm. Frage. Aber sozusagen das Betrachten der Oberfläche entpflichtet uns nicht, darunterliegende systematische Strukturen zu analysieren. Und das ist genau der Unterschied zwischen historischer Sprache und funktionaler Sprache. Nicht? Mhm. Also wenn zum Beispiel, nehmen wir jetzt ein Beispiel aus dem Sprachkontakt, wenn Menschen mehrsprachig agieren oder sagen wir Code switchen, dann sind das ja auch, ich meine jetzt wirklich Code switchen und nicht Code mixen. Hm. Dann sind das ja auch Signale. Das heißt, man ändert ja auch damit den Rahmen, also diesen berühmten Sets of Rights and Obligations, indem man signalisiert, jetzt kommt mal eine andere Sprache. Und das ändert auch ein bisschen das Setting. Das wäre gar nicht vorstellbar, wenn nicht doch eine systematische Sicht auf die Sprache auch beim Sprachbenutzer vorhanden wäre. Hm. Und das Hm. ist so ein bisschen die Schwäche, wie ich finde, aber das ist jetzt meine Meinung, dieser postkolonialen Ansätze, die sozusagen das Prä haben, die Sprachoberfläche in all ihrer Dynamik und Variation zu betonen. Das ist auch immer richtig. Aber es kommt eben noch ein zweiter Schritt hinzu, zu schauen, ob es doch systematische Formen oder Redeweisen gibt, die beim Sprachbenutzer oder der Benutzerin im Grunde genommen Sprachlichkeit systematisch zur Bedeutungsübertragung nutzen. Und da, glaube ich, bin ich mir mit Constanze sehr einig, dass man beide Seiten betrachten muss. Sprachgebrauch ist sicherlich das, was die durchgängige Perspektivierung auch der Lehrstuhlarbeit Anna Viadrina geleitet hat. Aber Hm. der Blick darauf, ja, der ist sozusagen immer ein doppelter Blick. Und das ist durchaus auch eine inspirierende Sache, die Constanze eingebracht hat. Eine Sache, die ich immer nicht ganz verstanden habe, das kommt wahrscheinlich, wenn sie die Zeit im Hm. Ruhestand hat. Mich hat super beeindruckt ihre Idee, sich mit der Frühzeit des Sprachkontakts zwischen dem portugiesischen und den Hm. afrikanischen Sprachen zu beschäftigen. Also diese Interdisziplinarität der Analyse, Hm. die fand ich schlichtweg begeisternd und könnte mir gut vorstellen, dass da noch sehr viel drin ist, was also Forschungsprojekte und so weiter betrifft. Ja, ja. Ja, das war jetzt in den letzten Jahren, ne, mehr das Thema, Mhm. die Frage mit, oder wo sie oft in Ghana war auch, ne, und so. Mhm. Und sich da umgeschaut und umgehört hat. Mal gucken, ob das noch Ja, weitergeht das wäre danach. ihr zu wünschen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Siehst du denn, also wenn du an deine eigenen Projekte denkst, habt ihr da mal auf dem Flur gesprochen? Also ich denke an das Sinn-Projekt, das war ja quasi was aktuell war, eine Sprache in Norddeutschland. Oder die Sprachinselforschung. Ich meine, Ethnicity in Motion ist ja was ihr Ja, quasi klar. gemeinsam aus dem Boden gestampft habt. Wie war denn dieser Prozess? Also vielleicht auch Ja. gerade diese Mhm. Kooperation mit Brasilien. Mhm. Ja, Brasilien steht natürlich dabei im Vordergrund. Mit dem Sinn-Projekt waren wir im Austausch, aber das war jetzt weniger das Feld der Kooperation. Konstanze ist natürlich immer eine glänzende Gesprächspartnerin, wenn es um Dialekte geht. Hm. Nicht? Das ist klar. Und sie blickt einfach durch, weil sie es aus dem eigenen Tun kennt und als Linguistin eben auch betrachtet. Brasilien stand im Vordergrund. Das ist ein ganz fruchtbares Feld gewesen. Die Idee, sich mit diesen deutschsprachigen
Minderheiten in Brasilien zu beschäftigen und dabei im Grunde so eine interdisziplinäre, wenn man so will, ethnolinguistische Perspektive draufzulegen. Das hat uns auf jeden Fall vereint. Und wir haben ja auch wechselseitig verschiedene Vorträge gehalten, wo wir aufeinander Bezug genommen haben. Und das ist tatsächlich ein sehr praktisches Feld, denn man kann schlichtweg, würde ich behaupten, in so einem einerseits multilingualen Land, aber eben auch modernen und mobilen Land, Schwellenland wie Brasilien, gar keine Minderheitensprachförderung machen, die nicht von diesem Gedanken der Ethnicity in Motion ausgeht. Denn was wäre die Perspektive? Man kann sich ja nicht vorstellen, also die Menschen vor Ort, zum Teil die Honoratioren, können sich das schon vorstellen, aber ich halte das für illusorisch, dass man so eine Art Rolle rückwärts ins 19. Jahrhundert macht, wo diese Minderheiten durch ihre bloße Abgelegenheit als Minderheiten existiert haben. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Nicht? Da braucht man gar nicht mehr irgendwas zu versuchen. Wenn man das fürs 21. Jahrhundert machen will, dann geht das ja überhaupt nur, indem man versucht, drei Komponenten zu vereinigen. Und auch darin waren wir uns, glaube ich, einig, Constanze und ich. Erstens, natürlich muss man das ernst nehmen, wenn, sagen wir, die Pommern mit ihrem Pommerisch in die Schule gehen wollen, zum Beispiel, also das in der Schule unterrichtet bekommen wollen. Das ist ja ein großer, Riesenprozess in Brasilien, dass sowas mittlerweile nach fast 80 Jahren Vernachlässigung bis Verleugnung oder sogar Verbot der Minderheitensprachen möglich ist im Rahmen der Kooffizialisierung. Aber zum Zweiten sind das alles Brasilianer, natürlich. Das heißt, Portugiesisch ist für alles wichtig, eine gute Ausbildung, eine gute Arbeit zu kriegen und so weiter. Aber es kommt eben noch ein drittes Moment dazu, was wir dann eben, und jetzt kommt Ethnicity in Motion, was wir mit der Transkulturalisierung meinen. Das vereint ja diese Minderheit mit vielen Minderheiten auf der Welt. Und überhaupt, ich meine, die Jugend auch der Pommern möchte über die sozialen Medien eben mit Freunden in USA oder Europa oder Asien oder so verkehren. Und das heißt, da kommt eine dritte Komponente noch mit rein und wir versuchen das quasi dann auch sprachlich abzubilden, indem der Schulunterricht ruhig mit Pommerisch und Portugiesisch beginnt, aber dann Standarddeutsch und Englisch mit hinzubringt, auch in der Annahme, dass wer Pommerisch kann, dass der dann auch doch leichter Standarddeutsch und Englisch lernen kann. Ja. Und diese Idee des Ethnicity in Motion versucht eben im Grunde genommen diese drei Elemente, die lokale oder ethnische, die nationale und die transnationale, zu einem Paket zusammenzubinden. Denn man muss ja den Minderheitenangehörigen auch Antworten geben, wozu denn um alles in der Welt sollen die denn in der Schule Pommerisch lernen? Insbesondere denen, in deren Familien schon gar nicht mehr oder überhaupt nie Pommerisch gesprochen wird oder wurde. Ja. Ja, und das quasi, ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht ganz, wie ihr das genannt hattet. Es war nicht die war es die Brückensprache? Ja, Lingua Brückensprache, ne? Ponchi, die Genau. Ich fand Brückensprache, den Gedanken genau. sehr interessant, das auch quasi ökonomisch interessant zu machen. Also, Ja, das ist in manchen Gemeinden ja. sogar schon ganz üblich in Pomerode, da gibt es deutsche Firmen. Ja. Und die sind sehr scharf drauf, dass da Leute sind, die auch Standarddeutsch können. Ja. Aber es muss ja auch nicht nur Deutsch sein. Sie müssen auch nicht nur nach Deutschland gehen, wenn Sie mal nach Europa reisen wollen. Sie können eben nach dem Konzept auch mit Englisch in Genau, mit andere Pommersch Länder gehen. hast du auch eine Basis für Englisch, Genau. was du ausbauen kannst. Das fand ich ziemlich spannend. Seid ihr denn da auch viel zu zweit unterwegs gewesen? Also, Gelegentlich. Meistens, also wenn ich im Feld war, dann ja doch eher mit Monika Saavedra oder jetzt zuletzt auch mit Reseda. Aber natürlich überschnitt sich das immer wieder. Also was Tagungen betraf oder was Aufenthalte in Brasilien betraf. Und das, also wir kennen einfach die gleichen Orte. Und also Constanze kennt viel mehr. Sie ist eine viel intimere Brasilien-Kennerin als ich. Aber auch das ist wertvoll. Sie weiß einfach Bescheid, was in Brasilien angesagt ist und wie man auch Prozesse in Gang bringt und so weiter. Und dieses Probral-Projekt hat ja immerhin 12 Bücher, 12 Dissertationen, gemeinsame Co-Tutellas, also gemeinsame Promotionen auf den Weg gebracht. Wer wüsste das besser als du? ja, True That, ja, genau. Genau. Das war auch
großartig und schade, dass es jetzt schon wieder vorbei ist mit dem Proprall, ne? Also Mhm. die letzten Promotionen laufen noch und dann ist dieses Projekt zumindest auf dem Papier abgeschlossen. Mhm, genau. Der Erstmal. Forschungsprozess geht natürlich noch Ja, weiter. genau. Die Prozesse hören ja nie auf, Peter. Ich habe dich gefragt, ob ihr mal zusammen verreist seid, weil viele in den anderen Festcast-Folgen irgendwie eine kleine Anekdote erzählt haben zu, okay, unterwegs mit Konstanze oder auch der Alltag mit Konstanze. Hast du was parat? Fällt dir irgendein Moment ein, wo du dachtest, das war ein besonders beeindruckender, eindrücklicher, schöner Moment mit Konstanze? Naja, wir waren ja Entweder auf vor Ort verschiedenen oder wir waren ja, ja auf verschiedenen Lehrstuhlfahrten, ne? ja. Also an Breslau kann ich mich fortlaufend Mhm. noch sehr gut erinnern. Das war einfach immer schön. Lustigerweise ist mir am meisten in Erinnerung geblieben mein letzter Besuch bei Ihnen, also bei ihr und Jürgen zu Hause. Ja. Das war schön, weil ich war da vorher noch nie, Mhm. ja, in Mainz. Und die Gall war in Mainz. Das lag Mhm. also nah. Und die haben auf ihrer Terrasse so ein schönes Essen mit Grillen und einem möglichen Wein und so weiter Mhm. ausgerichtet. War total schön. Ich bin da mit dem Fahrrad angeritten, das ich mir geliehen hatte und irgendwie auch wieder zurückgekommen, obwohl ich schon leicht, Oh, ja, ja. das ist beim Fahrrad immer schwierig, aber wenn man aufkommt, ohne auf der anderen Seite wieder runterzufallen, Dann geht's dann noch. hat man schon sozusagen den ersten Test bestanden und Mhm. der Rest geht dann von allein. Und ich kann mich gut erinnern, wie ich dann am Fluss entlang wieder nach Hause geradelt bin, Mhm. durch Gestrüpp und so. Mhm. Mhm. Ziemlich lustig. Ja, aber das war ein ganz wunderschöner Abend, auch mit Ihrem Mann. Ja, das stimmt. Also die Gastfreundschaft, gerade auch da in Mainz, da kann man wirklich nur Gutes berichten. Da kann ich mich nur anschließen, auf jeden Fall. Peter, wenn wir jetzt so zum Ende unseres kleinen Gesprächs nochmal zurückblicken, was würdest du denn sagen? Das ist ja immer eine große Frage, wenn es an die Emeritierung geht. Wo würdest du denn Konstanzes Erbe, ja, die Legacy, wie man heute so schön Mhm. sagt, wo würdest du das sehen? Ja, also ich habe jetzt schon ganz viel gesagt, was ich Hm. beeindruckend finde und das gehört alles mit da rein. Mhm. Aber ich will jetzt einen Punkt nochmal nennen, der scheinbar ganz unwichtig und ganz abseits der Wissenschaft ist. Konstanze, wie übrigens auch Harald Weid, gehört zu denen, die sich für ihre Leute immer sehr, sehr eingesetzt haben. Und das finde ich also neben allem Wissenschaftlichen und neben diesem von mir genannten persönlichen Führungsstil, finde ich das eine ganz wichtige ähm, Qualität und eine ganz wichtige Botschaft und insofern auch ein Erbe. Das ist ja nicht so selbstverständlich. Zuletzt Hm. ist es mir aufgefallen, dass Konstanze schon für die Zeit nach ihrer Emeritierung schon dafür gesorgt hat, dass einer vom Lehrstuhl trotzdem noch eine Finanzierung für einen Druckkostenzuschuss Mhm. bekommt, auch wenn sie dann schon gar nichts mehr zu sagen hat, Hm. sozusagen. Hm. Ja, und das meine ich ganz genau. Also sich Hm. für ihre Leute auch immer verantwortlich zu fühlen, das ist ja in unserem Gewerbe nicht so Nee, ist selbstverständlich, es denn nicht. unser Gewerbe ist ein Gewerbe der Vereinzelung oft, Ja. auch einer einsamen Arbeit an irgendwelchen Texten und so. Und so wie sie diese Cafesinhos gemacht hat, aus dem gleichen Motiv heraus, hat sie sich auch immer und tut es immer noch für ihre Leute eingesetzt. Und das finde ich eine enorm schätzenswerte persönliche Eigenschaft. Danke. Ja. Ja, ein schönes Schlusswort, Peter. Danke. Genau, das können wir nur ganz, ganz groß schreiben und unterstreichen, dieses Danke. Ich danke dir, ähm, Ja, dass gern du geschehen. dabei warst. Und wir sehen uns hoffentlich sehr bald wieder mit Konstanze und einem Wein, ob in Mainz, Ja, Berlin, Brasilien. Wir ja, werden sehen. mit Wir dem werden sehen. genannten Ausgang. Mit dem Hm? genannten Ausgang. Und wir versprechen allen Hörerinnen und Hörern, dass wir ganz vorsichtig wieder aufs Fahrrad steigen Ja. hinterher. Vielen Dank, Peter. Und Okay, bis gern bald. geschehen. Jo, viel Glück. Tschüss. Tschüss.